wie du beginnst, wirklich auf Deutsch zu denken. Wenn du dein Leben verändern willst, musst du zuerst deine Gedanken verändern. Alles beginnt in deinem Kopf. Jeder Satz, jedes Bild, jede kleine Stimme in deinem Inneren formt deine Realität. Und wenn du wirklich Deutsch lernen willst, nicht nur einzelne Wörter, nicht nur Grammatik, sondern wirklich denken, fühlen und leben auf Deutsch, dann musst du beginnen, deine Gedanken umzubauen. Stell dir vor, dein Gehirn ist wie ein Garten. Jeder Gedanke ist ein Same. Wenn du ständig auf Portugiesisch denkst, dann wächst dort nur ein Garten aus portugiesischen Pflanzen. Aber wenn du beginnst, in Deutsch zu denken, selbst in kleinen Momenten, dann pflanzt du neue Samen. Erst kleine, zarte Pflanzen, doch mit der Zeit ein ganzer Wald. Am Anfang ist es ungewohnt. Dein Kopf sucht nach alten Mustern, will übersetzen, will zurück ins Bekannte. Aber genau hier geschieht die Magie. Wenn du sagst, nein, heute denke ich direkt auf Deutsch. Es ist egal, ob deine Sätze perfekt sind. Es ist egal, ob du Fehler machst. Entscheidend ist nur, dass du beginnst, dass du dich traust, dass du dein Denken in eine neue Richtung lenkst. Dieser Weg erfordert Mut, doch er bringt dich dorthin, wo du eines Tages sagst, Deutsch ist nicht mehr eine Fremdsprache, Deutsch ist Teil von mir. Wenn du beginnst, in Deutsch zu denken, vollzieht sich ein innerer Wechsel. Du merkst, deine Gedanken sind nicht mehr nur Werkzeuge, sie sind Brücken. Brücken zu einer neuen Welt, zu neuen Menschen, zu einer neuen Version von dir selbst. Viele glauben, man müsse zuerst perfekt sprechen, um anfangen zu dürfen. Aber das Gegenteil ist wahr. Du musst zuerst unperfekt denken, damit du eines Tages frei sprechen kannst. Fehler sind keine Mauern. Fehler sind Türen. Jedes Mal, wenn du einen Fehler machst, gehst du durch eine Tür und dahinter wartet ein größerer Raum. Lass uns ehrlich sein, es ist unbequem. Dein Gehirn schreit, übersetze, geh zurück. Aber in diesem Moment musst du dich erinnern, übersetzen ist Vergangenheit. Direkt denken ist Zukunft. Wenn du dich zwingst, in Deutsch zu denken, auch nur für ein paar Minuten am Tag, erschaffst du neue Wege in deinem Gehirn. Wie kleine Trampelpfade im Wald, die mit jedem Schritt deutlicher, breiter, stärker werden. Und noch etwas. Denke nicht nur in Wörtern, denke in Bildern, denke in Emotionen auf Deutsch. Sag nicht nur, ich bin müde. Spüre die Müdigkeit und sage, ich bin müde. Sag nicht nur, heute ist ein guter Tag. Spüre die Freude und sage, heute ist ein guter Tag. Denn Sprache ist nicht nur Grammatik, Sprache ist Energie, Sprache ist Leben. Und wenn du beginnst, deine Energie auf Deutsch zu formen, veränderst du nicht nur deine Worte, du veränderst dich selbst. Disziplin ist der unsichtbare Motor deiner Gedanken. Viele Menschen warten auf Motivation. Sie hoffen auf den perfekten Moment, auf die richtige Stimmung, auf einen magischen Funken. Aber der Schlüssel liegt nicht im Warten, er liegt im Tun. Wenn du jeden Tag nur 5 Minuten bewusst in Deutsch denkst, erschaffst du mehr Veränderung als mit 10 Stunden passivem Warten. Es ist wie beim Sport. Ein Muskel wächst nicht, weil du ihn einmal trainierst.
Er wächst, weil du ihn regelmäßig bewegst. Deine Gedanken sind genau dieser Muskel. Mach es dir zur Gewohnheit. Denke morgens beim Aufstehen einen Satz auf Deutsch. Sage dir selbst, heute wird ein guter Tag. Beim Zähneputzen denke, ich putze meine Zähne. Wenn du hinausgehst, denke, die Sonne scheint oder es regnet. Diese kleinen Momente sind keine Spielerei, sie sind Bausteine. Mit jedem Satz legst du einen Stein. Stein für Stein entsteht ein Haus. Und dieses Haus ist deine neue Denkweise. Natürlich wird es Tage geben, an denen es schwer fällt. Tage, an denen dein Kopf müde ist, an denen du denkst, es bringt nichts. Doch genau diese Tage sind entscheidend. Denn wenn du gerade dann weitermachst, beweist du dir selbst, ich bin stärker als meine Ausreden. Erwarte nicht sofort Perfektion, erwarte Wachstum. Ein Baum wächst auch nicht in einer Nacht. Er wächst, weil er jeden Tag Sonne bekommt, jeden Tag Wasser, jeden Tag Geduld. Genauso wachsen deine Gedanken, jeden Tag, auf Deutsch. Stell dir deine Gedanken als Samen vor. Jeder Satz, den du auf Deutsch denkst, ist wie ein kleiner Same, den du in die Erde legst. Manche Samen keimen schnell, andere brauchen Zeit. Doch jeder Gedanke wächst, wenn du ihn wiederholst, wenn du ihn pflegst. Sprache ist wie Wasser. Wenn du sie fließen lässt, findet sie ihren Weg. Sie bahnt sich durch Steine, sie trägt dich weiter, als du denkst. Aber wenn du das Wasser blockierst, wenn du es zurückhältst, beginnt es zu stagnieren. Darum lass deine Gedanken fließen, lass sie Fehler machen, lass sie Umwege gehen. Wichtig ist nur, dass sie in Bewegung bleiben. Eine andere Metapher: Dein Geist ist ein Architekt. Jedes Wort ist ein Ziegelstein. Manchmal baust du gerade Mauern, manchmal Fenster, manchmal ein Dach. Es dauert, bis das Haus stabil steht. Aber eines Tages sitzt du in diesem Haus und merkst, das habe ich erschaffen, Stein für Stein, Gedanke für Gedanke. Und noch ein Bild: Stell dir vor, du bist ein Musiker. Jeder Gedanke ist eine Note. Am Anfang klingt es unsauber, chaotisch, falsch. Aber mit der Zeit entsteht eine Melodie. Eine Melodie in einer neuen Sprache. Und diese Melodie gehört dir. Warum sind diese Bilder wichtig? Weil dein Gehirn in Bildern denkt. Wenn du dir Sprache als Last vorstellst, wird sie schwer. Wenn du sie dir aber als Garten, als Fluss, als Haus oder als Melodie vorstellst, dann wird sie lebendig. Dann bekommst du Freude am Denken, und Freude ist der Treibstoff, der dich immer weiter trägt. Viele Menschen halten sich zurück, weil sie Angst vor Fehlern haben. Sie denken, wenn ich etwas Falsches sage, lachen die anderen. Oder ich muss erst perfekt sein, bevor ich beginnen darf. Aber die Wahrheit ist, Fehler sind dein größter Schatz. Jeder Fehler ist ein Lehrer. Jeder Fehler ist ein Signal, das dir zeigt, wo du wächst. Wenn du nie Fehler machst, bedeutet das nur eines: Du gehst keine neuen Wege. Erinnere dich. Als Kind hast du laufen gelernt, indem du gefallen bist. 100-mal bist du hingefallen, bis du stehen konntest. Und niemand hat gesagt, du bist gescheitert. Alle wussten, das Fallen gehört zum Lernen. Warum sollte es beim Deutschlernen anders sein? Wenn du auf Deutsch denkst und dir ein Wort fehlt, dann erfinde eins. Wenn du einen falschen Satz baust, dann lache darüber und mach weiter. Jeder Fehler ist ein Schritt nach vorne. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Mut bedeutet, trotzdem zu handeln. Und genau dieser Mut wird dich frei machen. Sag dir immer wieder, ich darf Fehler machen. Denn hinter jedem Fehler wartet eine neue Klarheit.
Hinter jedem Fehler wartet ein Moment der Stärke. Und vergiss nie, die Menschen, die heute fließend sprechen, waren einmal Anfänger. Sie haben gestottert, gezögert, gelacht und weitergemacht. Genau das wirst du auch tun. Dein Ziel ist nicht Perfektion, dein Ziel ist Bewegung. Und jede Bewegung, jeder Gedanke auf Deutsch bringt dich weiter, als du gestern warst. Stell dir vor, du gehst durch deinen Alltag, aber diesmal auf Deutsch. Du wachst auf und dein erster Gedanke ist Guten Morgen. Du gehst in die Küche und sagst dir, ich koche Kaffee. Du siehst aus dem Fenster und denkst, der Himmel ist blau. Das ist keine Übung, das ist Visualisierung. Je mehr du dir Situationen in Deutsch vorstellst, desto natürlicher werden sie für dein Gehirn. Dein Kopf versteht keine langen Grammatiklisten. Er versteht Bilder, Gefühle, Szenen. Mach daraus ein Spiel. Wenn du spazieren gehst, beschreibe in Gedanken, was du siehst. Wenn du wartest, erzähle dir innerlich eine kleine Geschichte. Wenn du schläfst, stell dir vor, wie du in Deutschland in einem Café sitzt und mit Leichtigkeit bestellst. Diese inneren Bilder sind nicht Fantasie, sie sind Training. Jeder Gedanke, den du visualisierst, ist wie eine Probe für die Realität. So wie ein Sportler vor einem Wettkampf den Sieg vor Augen hat, so wie ein Musiker sein Konzert innerlich hört, genau so kannst du deine Sprache im Kopf vorleben. Und etwas Magisches geschieht. Dein Unterbewusstsein beginnt mitzuspielen. Es erkennt Deutsch nicht mehr als Fremdes, sondern als Vertrautes. Deine Gedanken fließen leichter, deine Angst wird kleiner, deine Stimme wird sicherer. Darum, stelle dir dein Leben auf Deutsch vor. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Denn das, was du innerlich siehst, wirst du eines Tages wirklich leben. Einer der größten Fehler beim Lernen und besonders beim Denken auf Deutsch ist Ungeduld. Wir wollen Ergebnisse sofort. Wir wollen fließend sprechen nach einer Woche. Wir wollen verstehen, ohne jemals zu stolpern. Aber Sprache folgt anderen Gesetzen. Sprache wächst langsam, wie ein Baum. Du kannst den Baum nicht ziehen, damit er schneller wächst. Du kannst ihm nur Sonne geben, Wasser, Zeit und Vertrauen. Genauso ist es mit deinen Gedanken. Wenn du heute auf Deutsch denkst, vielleicht nur 2 Sätze, wirst du morgen noch keinen Unterschied sehen. Aber in einem Monat, in 3 Monaten, in einem Jahr schaust du zurück und erkennst, ich habe mich verändert. Beständigkeit schlägt Intensität. Es ist besser, jeden Tag 5 Minuten auf Deutsch zu denken, als einmal im Monat 5 Stunden. Denn dein Gehirn liebt Wiederholung. Es baut mit jedem kleinen Impuls neue Verbindungen. Vergiss nicht, auch Rückschritte gehören dazu. Manchmal wirst du das Gefühl haben, dass du nichts verstehst. Manchmal wirst du frustriert sein. Aber das ist kein Zeichen von Stillstand. Es ist ein Zeichen von Wachstum. Denn genau in diesen Momenten baut dein Gehirn neue Strukturen. Sag dir, ich bin geduldig. Ich vertraue dem Prozess. Denn jeder Gedanke, jede Minute, jede Wiederholung ist ein Samen, der unter der Erde wächst, unsichtbar, aber kraftvoll. Und eines Tages, ohne dass du es merkst, sprießt der Baum. Du wirst einen Satz flüssig sprechen. Du wirst ein Gespräch verstehen. Du wirst denken, das bin ich. Ich denke auf Deutsch. Die mächtigste Stimme in deinem Leben ist nicht die deiner Lehrer, nicht die deiner Freunde, nicht die deiner Familie. Es ist deine innere Stimme. Die Stimme, die den ganzen Tag mit dir spricht. Wenn diese Stimme auf Deutsch spricht, verändert sich dein ganzes Denken. Am Anfang flüstert sie nur, einfache Wörter, kurze Sätze. Doch mit der Zeit wird sie klarer, kräftiger, mutiger. Frage dich,
Was sagt deine innere Stimme jetzt? Sagt sie, das ist schwer, das schaffst du nicht? Oder sagt sie, es ist schwer, aber ich wachse daran? Du entscheidest. Du entscheidest, ob deine innere Stimme dich klein hält oder ob sie dich stark macht. Und wenn du beginnst, deine innere Stimme auf Deutsch zu formen, veränderst du nicht nur deine Sprache, sondern dein ganzes Selbstbild. Sag dir in schwierigen Momenten, ich kann das. Sag dir bei Zweifeln, ich gehe Schritt für Schritt. Sag dir bei Erfolgen, ich bin stolz auf mich. Diese Worte sind nicht klein. Sie sind Samen, die dein Unterbewusstsein aufnehmen wird. Und dein Unterbewusstsein ist wie ein treuer Diener. Es folgt den Befehlen deiner inneren Stimme. Darum, mach Deutsch zu deiner inneren Sprache. Nicht nur im Unterricht, nicht nur in Übungen, sondern in deinem Herzgespräch mit dir selbst. Denn die Stimme, die du am meisten hörst, formt den Menschen, der du wirst. Viele Menschen schieben ihr Leben auf. Sie sagen, morgen beginne ich. Nächste Woche werde ich mehr üben. Eines Tages werde ich auf Deutsch denken. Aber dieser Tag kommt nie, außer du machst ihn zu heute. Denn der einzige Moment, den du wirklich besitzt, ist jetzt. Wenn du wartest, bis alles perfekt ist, wirst du ewig warten. Es gibt keinen perfekten Moment. Es gibt nur diesen Augenblick, in dem du entscheidest, ich denke jetzt auf Deutsch. Beginne im Kleinen. Wenn du einkaufst, sag dir, ich brauche Brot. Wenn du das Handy nimmst, denke, ich rufe meinen Freund an. Wenn du müde bist, sag, ich will schlafen. Diese Sätze sind vielleicht banal, aber genau in ihnen liegt die Kraft. Denn sie verankern Deutsch in deinem Alltag. Sie machen die Sprache lebendig, praktisch, real. Vergiss die Ausrede, ich habe keine Zeit. Du hast Zeit. Beim Warten an der Ampel, beim Duschen, beim Kochen. Die Frage ist nicht, ob du Zeit hast. Die Frage ist, ob du sie nutzt. Und jedes Mal, wenn du dich entscheidest, jetzt auf Deutsch zu denken, baust du ein neues Fundament. Nicht morgen, nicht irgendwann, jetzt. Denn dein Leben findet nicht in der Zukunft statt. Es findet in diesem Atemzug statt. Und genau hier, genau jetzt, kannst du entscheiden, ich denke auf Deutsch. Alles, was du bisher gehört hast, führt zu diesem Punkt. Du hast die Macht, deine Gedanken neu zu formen. Du hast die Kraft, Deutsch nicht nur zu lernen, sondern zu leben. Denke daran, jeder Gedanke ist ein Samen. Jeder Satz ist ein Schritt. Jede Wiederholung ist ein Sieg. Und all das beginnt nicht morgen, nicht irgendwann, sondern jetzt. Du bist vielleicht noch am Anfang. Vielleicht stolperst du. Vielleicht zweifelst du. Aber genau das ist der Weg. Denn der Weg entsteht erst, wenn du ihn gehst. Und mit jedem Schritt wird er klarer. Mit jedem Gedanken auf Deutsch wird er breiter. Mit jedem Tag wirst du stärker. Sag dir, ich wähle diesen Weg. Sag dir, ich denke heute auf Deutsch. Und sag dir, ich bin bereit zu wachsen. Denn am Ende geht es nicht nur um eine Sprache. Es geht um deine Identität, um deine Stärke, um deine Freiheit. Wenn du auf Deutsch denkst, öffnest du nicht nur Türen zu anderen Menschen, du öffnest Türen zu dir selbst. Also, warte nicht, zögere nicht, fang an, sprich mit dir selbst, denke in Bildern, feiere deine Fehler, vertraue dem Prozess. Und eines Tages wirst du merken, du übersetzt nicht mehr, du suchst nicht mehr nach Worten, du lebst auf Deutsch. Das ist deine Reise, das ist dein neuer Weg. Und er beginnt heute.